Ich darf nun den Herrn Gregor Burger auf die Bühne bitten. Er hat gemeinsam mit dem Herrn Santec und mit dem Herrn Hütter die BHS Technologies in Innsbruck 2017 gegründet. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Entwicklungen im Bereich der Chirurgie, besser gesagt sogar im Bereich der Mikrochirurgie, und hat das Herzstück hier entwickelt, ein Operationsmikroskop, das sie auch den Forschungsprototypen, wie ich vorher gehört habe, mitgebracht hat. Und wir sind sehr gespannt, was dieses Herzstück alles kann. Danke. Hallo, herzlich willkommen. Wie bereits gesagt, mein Name ist Gregor Burger. Wir sind BHS Technologies. Uns gibt es noch nicht so lange, erst seit 2 Jahren. Was wir machen, ist ein digitales Operationsmikroskop. Um das zu erklären, möchte ich kurz ein klassisches Operationsmikroskop erklären. Also wir sind hier in einer Mikrochirurgie, das bedeutet überall, wo man ohne dem freien Auge nicht mehr operieren kann. Hier ist zum Beispiel eine Hand-OP. Operateure schauen in ein Okular, das geht über einen optischen Strahl vor zu dem Operationsfeld. Es gibt dann auch noch diese Griffe. Mit diesen Griffen kann der Operateur das Mikroskop verstellen. Das ist das klassische Operationsmikroskop. Wir haben ein digitales Operationsmikroskop entwickelt. Wir haben die Bildgebung und die Bildaufnahme getrennt. Wir haben also eine Brille, die wir vorher schon erwähnt bekommen haben, eine digitale Brille und ein digitales Mikroskop, das getragen wird von einem hochpräzisen Roboterarm. Im hinteren Teil gibt es noch ein bisschen versteckte Technik. Warum ist das so viel besser? Erstens, die Ergonomie wird um einiges verbessert. Bei einem klassischen Mikroskop muss sich der Operateur dem Mikroskop anpassen. Mit unseren getrennten Okularen kann der Operateur jede Position einnehmen, die ihm beliebt. Wir sprechen von 70% der Ärzten, die mit Rückenschmerzen am Abend nach Hause gehen. 1–2% müssen ihren Job frühzeitig lassen, weil sie mit ihren Instrumenten, die sie täglich in Gebrauch haben, nicht mehr zurechtkommen. Wir können die Perspektive, um das Mikroskop oder um den Situs besser zu betrachten, automatisch über den Roboter steuern. Hier sieht man einen Arzt, der mit einem klassischen Mikroskop versucht, die Instrumente im Situs zu haben. Jedes Mal, wenn man das Instrument rausnimmt und wieder reingibt, ist ein Risiko der Verletzung. Mit unserem Mikroskop kann über einen Fußschalter und über die Kopfbewegung das komplette Mikroskop automatisch gesteuert werden. Die Werkzeuge können immer im Situs bleiben, damit reduziert sich das Risiko und auch der Aufwand, Perspektiven zu wechseln. Perspektiven zu wechseln sind sehr, sehr wichtig. Man sieht hier die Vergrößerung, die unser Mikroskop kann. Das ist ein Innenohr, oben sieht man einen Nerven, das ist der Hammer. Im Hintergrund, den unscharf, sieht man den Steigbügel und den Amboss. Das Problem an klassischen Mikroskopen wäre, man muss das Mikroskop bewegen, um den Hintergrund scharf zu sehen. Mit unserem Mikroskop reicht es einmal so zu schauen, der Hintergrund wird scharf oder der Vordergrund wird scharf, man kann weiter operieren, ohne viel nachzudenken, es geht intuitiv. Um das Ganze zusammenzufassen, wir verbessern die 2 wichtigsten Werkzeuge des Operateurs, die Augen und die Hände. Die Hände bleiben immer in der Wunde, wir haben eine super tolle Ergonomie, wir haben eine digitale Plattform, um das Ganze ins Internet zu übertragen für Telediagnostik. Wir können diese Bilder, um auch Artificial Intelligence in den Mund zu nehmen, über künstliche Intelligenz verbessern und Zusatzinformationen einblenden. Wir bringen das Ganze, den Berg zum Propheten sozusagen. Wir fahren mit dem Bus, in dem so ein Mikroskop drinnen steht, zu den Ärzten. Dort können die Ärzte vor Ort ganz schnell ausprobieren. Sie haben einen vollkommen eingerichteten Operationssaal, in dem sie sehr schnell dort drinnen testen können. Wir haben bis jetzt 200 Ärzte dazu bringen können, unser Operationsmikroskop zu testen. Das Feedback war herausragend, also Ärzte sprechen davon. Alexander Huber von Chefarzt in Zürich spricht von endlich was Neues in 70 Jahren. Die OP-Zeiten können drastisch reduziert werden, sagt ein Arzt. Und andere Ärzte sprechen davon, dass endlich was zugunsten der Ärzte gemacht wird, was natürlich auch dem Patienten dann schlussendlich hilft. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte gerne dann einmal testen. Ja, und es wurde auch ein Ohr mitgebracht, also kein echtes,